genau dahin. Yeah, please. I think it's great. Oh. Welcome to the house of the Lord. Willkommen im Haus im Bild. This week we are wrapping up the series we did on discipleship. Diese Woche werden wir zusammenfassen, was wir alles über Jüngerschaft bisher gesprochen haben. And we're going to do two parts to the sermon. Es gibt wohl zwei Teile in dieser Predigt. The first part, I want to ask everyone that has been listening to the sermons in past weeks, what was the best part? What have you taken for yourself? I want you to share what you took from these sermons. Im ersten Teil der Predigt möchte ich euch fragen, was ihr alles so in den letzten Wochen mitgenommen habt und ja, wie geschlecht, was auch immer ihr dazu sagen könnt zu den The things that you took and you said, okay, that's going to change the way I walk with the Lord. Zum Beispiel Dinge, die ihr mitgenommen habt, die eure Beziehung zum Herrn irgendwie geändert haben oder ändern sollen. All the things that has made you change your mind the way you read the Bible. Oder Dinge, die dazu geführt haben, dass die Art und Weise, euer Mindset ändert, wie ihr die Bibel zum Beispiel zu lesen habt. So whoever is ready, I'm not going to be like putting anybody in I'm just going to open it up, and anyone that feels comfortable, you share, and then once that's done, we will go into preaching. Ich werde jetzt nicht irgendwie auf ihn zeigen oder so oder jemanden auswählen. Jeder, der das irgendwie auf dem Herzen hat, kann das gerne mitteilen und dann machen wir eine offene Runde heute. Good. But don't wait too long. Go ahead. Thank you. Also für mich die Erkenntnis, dass hinter dem Namen eine Bedeutung steht, dass die Reihenfolge so wichtig sein kann, dass wenn man die Bedeutung wieder in Sätze packt, dann mit der Geschichte verknüpft, dass da so viel drinsteckt. Hätte ich nicht gedacht, weil sonst liest man halt einfach drüber, Ja. fertig. Und das makes me wonder, also das macht mich nachdenklich darüber, was da, also wie viel mehr steckt sonst in anderen Versen, in Geschichten, die man sonst halt nur liest, drüber liest. Und das war für mich, das hat so nicht die Art geändert, wie ich die Bibel lese, weil ich glaube, das ist halt auch eine Salbung, die du hast, die Bibel so zu lesen und dann auszulegen, aber das Bewusstsein dafür zu haben, was da alles drinstecken kann oder wie viel mehr da drinstecken kann. Das war für mich ein Aha. Für mich war es, dass es diesen Unterschied gibt zwischen Christen und Jüngern, dass es den Unterschied gibt zwischen, ob wir ein Teil sein möchten der Jüngerschaft oder nicht, ob wir diese lauwarmen Christen bleiben oder ob wir rausgehen in die Welt und seinen Namen verkünden. Und für mich war es auch, dass wir diese Entscheidung haben, dass wir die treffen können. Wollen wir Jünger sein Or believe. oder Belieber? Und das war für mich wichtig zu erkennen, aber auch nochmal mit den Namen, die ich meinte, aber auch für uns selber, dass wir das auf andere Sachen übertragen können. Also dass man über sich selber mehr herausfindet, warum Gott uns diesen Namen, den wir haben, gegeben hat, warum wir mit welchen Namen wir berufen sind und was unsere Berufung sein wird, als Jünger herauszugehen. Und dass wir haben so viel rausgefunden über die Jünger und was wir rausholen konnten. Und du hast ja nur einen Teil davon gesagt. Du hast ja gesagt,
es gibt viel mehr, das man rausfinden kann. Und es ist das Gleiche mit uns, finde ich, dass man so viel mehr aus uns rausholen kann und aus unserem Namen schon alleine und dann aus uns dem, zu dem, was wir berufen sind. Ja. One thing, I'll just come to you. One thing is this, lukewarm is different. You can be a believer and a disciple. We didn't talk about lukewarm Christian, we talked about just being a Yeah. believer. Es gibt nochmal den Unterschied zwischen lauwarmen Christen und einfach nur denjenigen, die zwar glauben, aber keine Jünger sind. Also das ist da nochmal ein Unterschied. So the most interesting part about it was when you said that some people do something with their lives so that you can tell after God was with them. And they want to force it to do that, trying to live like from now on. Not from now on, since ever went. Also so, dass du Dass man meinst, was mit dass seinem man so leben soll, dass Leute sagen können über ihn, Gott war mit ihm. ach so. Yeah. I think. Bitte? Ist es hier ersetzen? Achso, ja. Oder? Bist du da? I think for me, I knew about like the names and things like that because I grew up with you and we talk about these things a lot in the house. But when you read it, you share with us, and so we kind of get that preview. But I think just opening the doors to the spirit of discipleship was something that changed my position. And I think I saw that in my journey as well, especially like during the fasting. I was able to like release a lot of things and change my position, and I'm seeing the doors to the ministry open up for me. And I think that was something that I saw during this time of discipleship. Also, weil sie ja nun mal, weil sie ja nun mal mit ihrem Vater aufgewachsen ist, hat sie ja schon relativ oft über die Jünger geredet, über die Namen und die Bedeutungen. Also so historisch gesehen wusste sie ja schon eigentlich, und das war eine Art Vorschau für sie. Aber was sie im Gefühl hatte, was sich geändert hat innerhalb dieser Wochen, war, dass ihr die Tür zur Jüngerschaft wirklich geöffnet wurde, weil sie auch ihre Position geändert hat, gerade auch halt in der Zeit, wo wir gefastet haben und allem. Und dass das noch was anderes ist, als einfach nur dieses Wissen zu haben, was die Namen sind und was man sich halt eingeeignet hat innerhalb der letzten Wochen. Und dass die Tür zu ihrem Dienst irgendwie geöffnet wurde und dass sie jetzt das anwenden kann, das Wissen quasi. Because you can go to different places in ministry like a tourist. You go, you do something, come back. Du kannst zum Beispiel als Tourist irgendwo hingehen zu unterschiedlichen Orten und dienen und dann wieder zurückkommen. But to do the ministry, it becomes like building something, and that's what you're opening right now. And I think Aber jetzt den Dienst wirklich auszuführen, It builds something. führt dazu, dass du was aufbauen kannst. but also just like learning to want to serve for like the first time in my life instead of take and be served. I want to listen and serve. Das Neue ist halt, dass ich das erste Mal auch dienen möchte. Also dass es nicht aus irgendwelchen anderen Gründen heraus ist, sondern That I dass want to receive. ich nur empfangen möchte, sondern auch weitergeben möchte. And that's one of the things I always told the pastors. I don't want to do events. I want to create a movement. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht einmal irgendwelche Events haben, sondern ich möchte eine neue Bewegung starten. So that actually after that the person walks a certain direction or does something. It just doesn't, oh, I had a great time. So dass es nicht einfach nur so war, dass jemand ein schönes Gefühl hatte, sondern dass jemand seine Richtung geändert hat und irgendwas damit auch machen möchte.
For me, this time and period with all the Jüngerschaft, I really came to realize how much sifting there needs to be done within my own life and within the lives around me. Especially for my own life, there's just been a lot of garbage I didn't realize is hidden in between. And this sifting, this spirit of rulership, spirit of discipleship, shows how much work always needs to be done just to say I want to follow Jesus. And this really shows all the small details lead to such impact in our spiritual warfare, a warfare against the forces of hell. So for me, it's been really eye-opening. Oh wow, there is lots to be done and lots of small details that we need to keep our eyes open for. So Kulish realized that within the right? Sorry, my brain. Yeah. German. Ja. Okay, was war das noch gleich? Komisch halt. Komisch, danke. Habt ihr das was gehört? Sehr gut. Nee, also genau, Kulish hat in den letzten paar Wochen realisiert, dass bei ihm noch ganz schön viel ausgelöst werden muss, dass er noch ganz viel so direkt hier und da gespürt hat, was ihn davon vielleicht auch abhält, dieser Jüngerschaft nachzugehen. Und das hat ihn halt am meisten gesegnet, dass er sehen kann, was hält ihn auch davon ab vielleicht oder was muss geändert werden, auch in den kleinsten Details in seinem Leben. I just sum it up. Yeah, that's the most part, just the small details also play a part in the spiritual life. Dass auch die kleinsten Dinge in der geistlichen Welt eine Auswirkung haben, eine Wirkung haben, dass man auch darauf achten sollte, da was zu machen, was zu ändern und das auszuüben. Ich finde die Unterschiedlichkeit der Jünger, die ist mir mal so klar geworden, dass das keine Zufallszusammenwirkung ist, sondern die haben so unterschiedliche Charaktere und damit verbundene Berufung. Und ich glaube, dass diese Komposition sich auch bei uns wiederfindet und ganz, ganz wichtig ist, weil nicht jeder kann mit einem, ich weiß nicht, was Geist nennen kann, aber mit der Berufung von Markus XY erreichen und andersrum. Und ich finde, da ist eine gewisse Sensibilität auch gefragt, den anderen als Jünger so stehen zu lassen und trotzdem zusammenzuarbeiten, um eben alle zu erreichen. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich wollte nur hinzufügen, wie auch Chiara meint, dass halt dass man gemerkt hat, dass dadurch etwas Geistliches geöffnet hat und wie viel Macht die Worte haben, geistliche Türen zu öffnen und wie viel neue Chancen das bringt in einem Leben. Also ja, mit Chiara, wir haben so gemerkt, wir wollen diese Dienste antreten und zack, zack, zack gegen Sachen, Möglichkeiten aufzumachen und dass man gemerkt hat, man muss aber auch bereit sein, dafür sich zu ändern oder bereit sein, diesen Mindset zu ändern und einmal so wie so ein Kompass einmal sich zu drehen und dann in die richtige Richtung schauen und dann loslegen. Ja. Ja, ist auch. Next. Nein, dann please. Ist ein bisschen viel, ich muss das ein bisschen Ja. Also ich weiß auch nicht, wie ich meine, mein Gedicht ist mir das Also für mich war es sehr interessant in den letzten Wochen. Ich habe so das Gefühl, der Herr will halt auch, dass ich diese Entscheidung treffe, von der wir gesprochen haben. Dieses, jetzt jemand, der nur glaubt, oder das ist halt auch Anhänger. Und es war auch so ähnlich wie bei Chiara, bei Kurt, aber weniger, dass ich mich auf meinen Dreck oder meine Fehler fokussiert habe, sondern
was hält mich davon ab, diese Entscheidung zu treffen? Und was sind diese Probleme, die ich seit Kindheit mit mir schleppe und warum ich immer abhauen? Und dass ich damit halt konfrontiert werde, aber was auch gut ist, weil ich muss halt auch irgendwann damit konfrontiert werden. Und dass es weniger um Druck geht, sondern eine Entscheidung, wie auch Jana meinte, dass wir das wirklich wollen, zu dienen und halt auch auf diesem Wege. Und ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagte, hey, es ist okay, eins von beiden zu sein. Aber die Entscheidung ist wichtig, weil ich immer irgendwie zwischen zwei Türen stehe quasi. Und mich damit halt zu befassen. Und gleichzeitig habe ich halt auch viel über Identität nachgedacht, dass ich einfach realisieren muss, wer ich bin. Und wenn ich das tue, fällt dann auch so ein bisschen der Druck ab, dass ich Sachen tun muss oder ich muss jetzt dahin oder ich muss was machen. Und dass es weniger aufs Machen halt fokussiert wird, als auf, wer bin ich eigentlich und wie sieht Gott mich eigentlich und wie sieht Gott halt die anderen Menschen um mich herum. Und interessant war halt auch das mit den Namen, ne? Das ist mal Rosa, das ist Rose. Na, es ist auch interessant, wie wir halt heißen und was das halt auch bedeutet, auch ein bisschen prophetisch gesehen. Ich trinke viel Wasser, das ist voll gut, ich bin eine Rose, aber ich trinke kaum Wasser. Ja, und das sind halt so Steps, man denkt immer, das hat nichts zu bedeuten, aber eigentlich ist das schon wichtig. So I want to now put everything together, try to do that in some sort of a time manner. What time is it now? So we have some... Ja, 12:17. 12:17. Good. Yeah? Ich möchte jetzt alles zusammenfassen. So Jesus comes at we started the story with Jesus being at the Sea of Galilee and choosing these disciples. Wir haben dann angefangen, dass Jesus am See Galilee. Steht und seine Jünger auserwählt. And then we finished with this area that these guys are called to be fisher of men. They are called to follow Jesus. Wir haben dann damit abgeschlossen, dass wir gesagt haben, dass diese Männer, die Auserwählten, halt dazu berufen sind, Jesus zu folgen. But then, out of the group that he tells them to follow him, he chooses 12. Aber innerhalb dieser großen Gruppe von Menschen, die ihm folgen sollten, hat er nochmal 12 exakt ausgewählt. And so the process is he gets a bigger group, he invites. We know there were people that Jesus said, follow me, like the young rich man that left and did not follow. Wir kennen halt einige Menschen, zu denen Jesus meinte, folge mir, wie dieser eine junge reiche Mann, der dann aber nicht gefolgt ist. So we know not everybody that was called followed him. Also wissen wir, dass nicht jeder, der dazu berufen war, ihm zu folgen, ihm auch wirklich tatsächlich gefolgt ist. And not everyone that followed him became a disciple. Und außerdem wissen wir auch, dass nicht jeder, der ihm auch gefolgt ist, auch ein Jünger geworden ist. And not everybody that met him became a believer. Und außerdem wissen wir auch, dass nicht jeder, der ihm halt auch ihm begegnet ist, auch an ihn geglaubt hat. So there is those who believed enough that received the miracle. Dann gibt es halt diejenigen, die genug an ihn geglaubt haben, dass sie halt auch Wunder erfahren haben. And there were those who believed enough to get saved and go to heaven. Dann gibt es wiederum diejenigen, die genug geglaubt haben, dass sie halt auch errettet wurden und in den Himmel kamen. Like the man on the cross. Wie der Mann, der am Kreuz neben ihm. So there are many different people that met Jesus Christ and came to some sort of experience. Also es gab jede Menge Menschen, die Jesus begegnet sind und irgendeine Art Erfahrung mit ihm gemacht haben. But there were 12 that were called the disciples of Jesus Christ. Aber es gab halt 12, die sich die Jünger von Jesus genannt haben. And Jesus chose these 12 and said, I want to do something with you that changes the world. Und Jesus meinte halt zu diesen Jüngern, ich möchte etwas mit euch machen, was die Welt verändern wird. For this, I want to go to a story when the disciples came to Jesus and said,
there are lots of people that are hungry, please send them away so that they can eat. Disciples came to Jesus and said, send them away that they can eat. And Jesus said, you feed them. Okay, die Jünger kamen dann zu irgendeinem Zeitpunkt, kamen die zu Jesus und meinten, hey, da sind einige Leute, die Hunger haben, schick sie weg. Und Jesus meinte, ihr sollt sie füttern. And they said, how are we going to do that? Und die Jünger haben ihn halt gefragt, wie sollen wir das machen? We don't have enough food for these many people. Und die Jünger meinten, wir haben nicht genug Essen für so viele Leute. And Jesus said, what do you have? Und was Jesus ihn dann fragte, war, was habt ihr denn da? And the guy said, we have 5 loaves of bread and 2 fishes. Und einer der Jünger sagte halt, wir haben 5 Stücke Brot und 2 Fische. Ja, 2. 2 Fische. So, this is really interesting because the bread and the fish doesn't belong to them, it belongs to some young boy. Das ist halt sehr interessant, weil das Brot und die Fische, das gehörten halt eigentlich einem jungen Mann, einem jungen Jungen. Yeah. So it becomes, you know me, I love pictures. Und ihr kennt mich ja, ich liebe Bilder. So the disciples are there. Also die Jünger sind da. They are saying the people are going to go hungry. Die sagen, die Menschen verhungern, Send them away. schick sie weg. But when Jesus said, what do you have? They said, hey, there is a young man that has 5 bread and 2 fish. Aber als Jesus sie dann fragt, was habt ihr denn da, sagen die, ja, da ist dieser eine junge Mann, der Essen hat. The kids did not come, the young people, the disciples didn't come to Jesus and said, hey, we don't have food. Die Jünger sind nicht zu Jesus gegangen und haben gesagt, wir haben kein Essen. We are hungry. Oder wir haben Hunger. So it's really interesting. They don't seem to be worried about their own food. Das ist halt interessant für mich, weil anscheinend machen sie sich keine Sorgen oder Gedanken über ihr eigenes Essen. Because most of these people used to travel on foot. Weil die meisten Jünger sind zu Fuß überall That was normal in that time. Das war ganz normal zu der Zeit. So people took things with themselves when they went on a journey. They took some bread, some water, or some wine because they didn't know if the water is good, so they would drink low alcohol contents wine because they knew that wouldn't get them sick. Weil das halt Leute waren, die viel verreist sind, haben die halt immer irgendwas dabei gehabt, ein bisschen Brot, ein bisschen Wasser und zum Teil halt auch Wein, was nicht zu hohen Alkoholgehalt hatte, einfach weil sie nicht wussten, ob das Wasser vielleicht zu dreckig ist oder halt nicht getrunken werden. So it wouldn't surprise me if the disciples had food for themselves and Jesus, but didn't want to share it with anyone. Also es ist interessant für mich zu sehen, dass die Jünger anscheinend für sich und für Jesus genug Essen hatten und es aber nicht mit dem Rest der Menschen teilen. But there is a boy that is willing to share. Aber da ist ein Junge, der bereit dafür ist, sein Essen zu teilen. But Jesus didn't tell that young boy to give his bread. Aber Jesus hat diesem Jungen nicht gesagt, dass er sein Brot geben soll. But the boy was willing to do it. Ach so, aber der Junge wollte es von sich aus teilen. And the people that are hungry Und die Menschen, die hungrig waren, didn't come to Jesus saying, Jesus, feed me. kamen nicht zu Jesus, um ihn zu fragen, kannst du uns bitte Futter und Essen geben? The disciples came to Jesus and said, hey, Jesus, send them away so that they can eat. So it was the disciples' concern over the people. Es waren die Jünger, die tatsächlich zu Jesus kamen und meinten, hey, schick bitte diese hungrigen Leute weg, damit sie Essen geben können. They send them away so that they can eat. Ja. They had concern for them. Die Jünger haben sich Sorgen um die Menschen gemacht. So somehow these 12 disciples, through this training, are finding a heart for the people, for their future. Also anscheinend lernen die Jünger gerade, also es ist ein Prozess, wo sie gerade lernen, sich um die Menschen zu kümmern und in die Zukunft zu schauen. Do you see it?
Why would they come and ask Jesus, hey, send them away when somebody is hungry? Their own problem, right? You're preaching the gospel, you're hungry, take care of yourself. That's not my issue. Und warum kommen die dann zu Jesus und fragen halt, was mit den Menschen oder wie den Menschen geholfen werden kann? Die könnten ja auch sagen, hey, wir reden über die frohe Botschaft, aber die können sich ja selber um ihr Problem kümmern. It wasn't like Jesus and the disciples says, hey, come follow us and we will take care of all your needs. We will provide food like the regular conferences we do today. Huh? Also es war ja nicht so, dass die sagen, hey, folgt uns und folgt Jesus zusammen und wir kümmern euch schon um alle. Sign up for the Jesus conference. Come there. We will feed you breakfast, lunch, and dinner. Have a place for you to sleep. Das ist jetzt nicht wie eine Konferenz, wie bei uns, wo wir uns um die Leute kümmern, sondern dass dann gesagt wird, hey, kommt mit, wir kümmern uns darum, dass ihr Essen habt und irgendwo zu schlafen. That wasn't so. Das war nicht so. But the disciples care about these people. Aber die Jünger haben an diese Menschen gedacht, hatten ein Herz für diese Menschen. And Jesus blessed those words. Yeah. Und Jesus hat diese Worte gesegnet. And said, you feed them. Und hat dazu ihnen daraufhin gesagt, füttert sie oder gibt denen Essen. And the disciples said, how? Und die Jünger fragten dann halt wie. And he said, with what you have. What do you have? Mit dem, was ihr nun mal habt. And they said, we have 5 bread and 2 fish. Und sagt halt, Brote und 2 Fische. Bring it. Dann dreht es. And Jesus broke it Dann hat Jesus Brot and gave thanks hat sich bedankt and gave it to the disciples. und hat es dann so den Jüngern gegeben. Now, we make a huge mistake here. Wir machen einen großen Fehler hier. We think Jesus multiplied the bread. Wir denken, dass Jesus das Brot vermehrt hat. Jesus multiplied the fish. Dass die Fische vermehrt hat. Not saying this is not true. Das ist nicht die Wahrheit. Jesus only thanked God for it. Jesus hat nur Gott dafür gedankt. And Bill Johnson, for the first time when he said that, I was like, my mind blew up. Als Bill Johnson das zum ersten Mal gesagt hat, in dem Kontext, dachte ich, What a revelation! was für eine Erleuchtung. It was in the hands of the disciples that the bread multiplied. Es lag also an den Jüngern, dass das Brot vervielfacht wurde. The fish in the hands of the disciples multiplied. Genauso auch die Fische, die in deren Händen waren, die vermehrt wurden. Because Jesus had already said, you feed them. Weil Jesus schon gesagt hatte, dass sie die Leute füttern würden. And the words gave authority to these people as they aligned themselves with the command of Jesus. What they had with the command of Jesus multiplied and fed everybody. Und dieser Gehorsam, weil Jesus das ausgesprochen hat, haben die diese Autorität gehabt, das zu tun. Und weil sie gehorsam waren und getan haben, was Jesus ihnen befiehlt, wurde es halt vermehrt. So let's take that picture. Jetzt nehmen wir dieses Bild. And I want to call you, Matthew, Eunice, all of you, each one of you. And I want to say, what do you have? Nimm dieses Bild und dann möchte ich jeden einzelnen von euch fragen, was habt ihr? What do you hold? What do you have access to that may not even be yours? Was hältst du in dir oder wo hast du einen Zugang zu, was nicht einmal deins ist? Because the bread belonged to the kids. Weil das Brot gehört ja nicht mal den Jüngern, sondern den Jungen. What do you have? Was habt ihr? And who are you concerned for? Und wen macht ihr euch Gedanken? Also, It doesn't matter how many there are, how mighty is the population that you want to feed. es geht nicht darum, wie viele es sind und wie groß diese Population ist, also diese Menschen, die ihr füttern wollt oder denen ihr helfen wollt. If you have a heart of concern for them,
Wenn du ein Herz hast, das für diese Menschen hast, and you come to Jesus with that heart, und du kommst mit diesem Herzen vor Jesus, Jesus will give you the authority gibt dir Jesus die Autorität, to use what you can access, das zu nutzen, wo du einen Zugriff darauf hast, to be blessed in your hands was dann gesegnet wird in deinen Händen, and multiplied enough und dann noch genug vermehrt, that it will not only feed everybody, but it will be 12 baskets more. das ist das, was dann dazu führt, dass es nicht nur die Leute sättigt, sondern auch They gather 12 baskets in the hands of bread and fish. Übrig bleiben. dass Also dann, mehr achso, übrig dass bleibt. da noch was übrig bleibt, also in Fülle und dann noch darüber hinaus was übrig bleibt. This is the spirit of discipleship. Das ist der Geist der Jüngerschaft. Jesus took 12 people Jesus hat 12 Menschen ausgesucht, that are willing to be obedient, die einfach gehorsam sein wollten, that are willing to have their own heart for people. die ein eigenes Herz für Menschen haben wollten. Being a disciple does not mean it's Jesus who loves them. Ein Jünger zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass es um Jesus geht, der irgendwen liebt, But that you find your own heart for people. sondern dass du dein eigenes Herz für die Menschen wiederentdeckst. That you fall in love and you are concerned with the future of the people and what they need. Dass du dich wieder an die Menschheit verliebst und dich um die Zukunft Gedanken machst der Menschheit. And that heart inspires God, the Father, and the Son. Und dieses Herz erfreut den Herrn und belebt den Herrn, etwas zu sehen. And when you come to God and say, God, there are people in my life that are going to have a needed future. Und wenn du dann zum Herrn gehst und sagst, hey, Herr, da sind Menschen in meinem Leben, die brauchen das für die Zukunft auch. They are not hungry this moment, Die sind zwar jetzt nicht hungrig, but they will be hungry. aber die werden hungrig sein. They will have a need. Die werden etwas brauchen. And I'm concerned for them. Und ich mache mir Gedanken um die. And I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. If you come to Jesus for such people that you carry in your heart, Wenn du zu Jesus kommst und genau diese Menschen, die du in deinem Herzen trägst, God will bless your heart. wird Jesus dein Herz segnen. God will bless you with authority. Wird dich mit Autorität segnen, God will bless your hand. mit deiner Hände segnen. And what you can access will be multiplied in your hand. Das, was du hast und geben kannst, wird sogar vermehrfach. That not only you will feed the people you have a concern for, Dass du nicht nur die Menschen fütterst, um die du dir Gedanken machst, but you will end up with so much more in your own hand. sondern dass du auch noch sehr viel dann noch übrig haben wirst. You think, why is this crazy Afshin again is crying? Crying. Und fragt euch, warum der verrückte Afshin gerade weint. Because that is the story of my life. Es liegt daran, dass es die Geschichte meines Lebens ist. I have always ended up with more in my hand. Ich habe immer mehr in meinem Leben übrig gehabt. I come from a poor family. Ich komme aus einer armen Familie. I have 5 brothers and sisters. Ich habe 5 Geschwister, Brüder und Schwestern. And I just was called the same way my brothers and my sister was called. Und ich wurde einfach berufen, so wie auch meine Geschwister berufen wurden. But somehow I had a concern for others. Aber trotzdem habe ich irgendwie ein anderes Mitgefühl für Menschen. And I came to God always and said, I have a concern for these people. Und ich bin halt immer damit zu Gott gegangen und meinte, hey, ich mache mir Gedanken um diese Menschen. The authority He gave me to give to them, Die Autorität, die er mir gegeben hat, damit ich ihnen das geben kann, to bless them, um sie zu segnen. but then it was with the revelation of the word understanding of the Bible.
Ob es jetzt nur einfach das Verständnis war, dass man die Bibel besser versteht, or whether it was literally feeding people from my home. oder ob es einfach wirklich buchstäblich Essen war, was ich Menschen gegeben habe, I always ended up with more in my home. hatte ich im Anschluss immer noch mehr übrig in meinem eigenen Heim. I always ended up with more revelation than I had before. Ich hatte sogar selber mehr Erkenntnisse, nachdem ich über die Bibel mit ihm gesprochen habe. This is the spirit of discipleship. Und das ist der Geist der Jüngerschaft. Jesus takes you and says, I call you to something you don't know what it looks like. Jesus sucht dich aus, erlebt dich und sagt dir, du wirst Dinge berufen, die du nicht mal weißt, wie die aussehen. Because we never knew anyone that was a disciple. Na, wir kannten nun mal auch wirklich keinen Menschen, der ein Jünger war. So I have to trust his picture. Also muss ich einfach seinem Bild vertrauen. I have to trust his process. Ich muss diesem Prozess vertrauen. Here, I was laying down here to just rest my neck a bit. Ich lag vorhin hier, einfach um meine Schultern ausruhen zu lassen. But also, I like killing two birds with the same stone. Aber gleichzeitig mag ich es, Zwei zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. I wanted to get some love from my wife. Ich wollte einfach die Liebe von meiner Frau, weil ich lag auf ihrem Schoß. And she was praying, Und sie hat für mich gebetet. and Chana said, I want the weight off of your shoulder. Und meine Tochter Kiana meinte, ich möchte, dass diese Last von meiner Schulter fällt. I was singing the song. It said, let me take the weight of the Father. Because I felt like in that moment, it wasn't just for you, but spiritually, that we take the burdens and do our best to give our Father in heaven joy, and my physical Father, and to take away whatever we can. And then I prayed that I want to leave the burdens at the cross because I know you died for them. So I'm going to give the burdens to you, but that we just give that weight away, and whatever is on the Father, that we as children do our best to support our Father. Ja, also sie hatte nicht nur das Gefühl, dass es um ihn geht, wer auch ein leiblicher Vater ist, aber auch, dass wir das für den Herrn tun, dass wir alle unsere Lasten abgeben und gerade auch wir als Kinder irgendwo auch eine Verantwortung haben, dafür zu leben und da Ja. die Last auch irgendwie wegzunehmen. Und auch zu lernen. Ach so, genau. Weil er hat hier Weil er die Last getragen hat, dass wir als Kinder, ob jetzt geistliche oder leibliche, auch dafür sorgen, dass wir dann helfen, dass diese Last zu Gott getragen wird. No, the same way we need to do that with the Father. We take weight off of, take burdens that he has. Und so wie wir das halt auch mit Gott im Himmel machen, dass wir seine Lasten dann wegtragen, sobald dann die Lasten halt abgegeben werden. And in that moment, I was saying, as I was laying down, Und als ich da halt so lag, habe ich gesagt, Father, I love the weight you have put on my shoulder. hey, ich liebe die Last, die du mir auf die Schulter gelegt hast, Because you trusted me. weil du mir da etwas anvertraut hast. Pastor, while it has been a little bit more than I can handle. Weil in letzter Zeit war es eigentlich ein kleines bisschen mehr, als ich ertragen könnte. But I'm trying to keep a good attitude. Ich versuche aber die beste Einstellung für die Liebe zu haben. I trust the process. Ich will diesem Prozess vertrauen. Because I know you want to do something. Denn ich weiß, du willst damit irgendwas erreichen. It's hard. I only sleep about 4 hours or so. It's hard not to have that 4 hours. Ich schlafe nur ca. 4 Stunden. Und es wäre schwierig, diese 4 Stunden Schlaf nicht zu haben. It's
hard to be in pain constantly. Es ist schwer, die ganze Zeit körperliche Schmerzen zu haben. But oh no, God, I trust that He wants to do something and I need this. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr da irgendwas sieht und dass ich vertraue, dass I need this. ich genau diesen Prozess brauche in dieser Zeit. Whether it is for me to learn how to fight the enemy, Ob es darum geht, gegen den Feind anzukämpfen, dass ich das lerne, besser lerne. whether it is for me to gain more authority to feel and know the pain of others who live in pain every day, Ob es nun darum geht, dass ich diese Autorität habe, zu erkennen, hey, die Lebenden, also auch nachvollziehen zu können, wie andere Menschen mit Schmerzen zum Beispiel leben. oh, God knows 1,000 other things. I don't know what, but I trust He allows me to go through this. Gott weiß ja so viel mehr, als wir wissen. Und ich vertraue einfach darauf, dass er weiß, wie ich damit umgehen soll. And I trust that in this process, He has been with me. Und ich vertraue und weiß einfach, dass er in dieser ganzen Zeit mit mir ist, bei mir ist. And that has given me a peace that the enemy has not been able to have. Und das gibt mir einen tiefsitzenden Frieden, den mir der Feind nicht wegnehmen kann. I love that joy and the peace that Jesus gives. Ich liebe diesen Frieden und die Freude, die Jesus einem geben kann. The freedom that Paul and Peter talks about while they are in jail. Und Freiheit, worüber Paulus und Petrus darüber reden, während sie im Gefängnis sind. A joy that they speak about while they are suffering and being tortured in jail. Also sie sprechen über Freude beide, obwohl sie gerade im Gefängnis sind und gefoltert werden. Discipleship prepares you for a future you don't know. Jüngerschaft bereitet dich auf eine Zukunft vor, die du noch nicht kennst. Why is that necessary? Warum ist das notwendig? Because that will inspire and change the nations. Genau das wird das sein, was die Nationen inspirieren und verändern wird. Your faith will change you. Dein Glaube wird dich verändern. But if you take on the calling of a discipleship in your faith walk, Aber wenn du diese Position als Jünger annimmst, während du in der Leben wanderst, then that decision will change everyone around you. wird diese Entscheidung dazu führen, dass du jeden verändern wirst, den du treffen wirst auf diesem Weg. And that is discipleship. Und das ist Jüngerschaft. Jesus took 12 people that were willing to trust the process. Jesus hat 12 Menschen auserwählt damals, die gehorsam sein wollten und Vertrauen haben wollten auf diesen Prozess. And said, oh, we want to see what you see. Und sie sagen, nun, wir möchten das sehen, was du siehst. We want to become what you say we would become, even though we have no idea what that looks like. Wir möchten zu dieser Person werden, die du uns siehst, auch wenn wir nicht mal wissen, wie diese Person ausgesehen hat. But Jesus knew exactly what they will become. Aber Jesus wusste ganz genau, wie sie sein werden. And he knew the same way the bread became multiplied and the fish became multiplied in the hand of these disciples. Und er wusste, dass genauso wie dieses Brot und die Fische vermehrt wurden in den Händen der Jünger, The words that Jesus gave to the disciples, die Worte, die er zu den Jüngern sprach, the teachings he gave to the disciples, die Lehren, die er ihnen gab, that multiplied also. die wurden auch vermehrt. And because of that, you and I are sitting here. Und deswegen sitzen wir alle dort hier. The whole world that became Christian was through
the disciples? dass überhaupt das Christentum sich in der Welt verbreitet war, wegen den Jüngern, Not because of Jesus. nicht wegen Jesus. I mean, directly like he chose the disciples. It is Jesus and the Spirit that is doing, don't misunderstand me. Also, weil er die Jünger auserwählt hat. It was through their obedience and their hearts to the nation. Es war wegen ihrem Gehorsam und wegen ihrer Herzen für die Nation. The same way the disciples came and said, hey, these people are hungry. Genauso wie die Jünger kamen und meinten, hey, diese Leute haben Hunger. Every single time a nation or a tribe or a family has changed, Jedes Mal wurde eine Nation oder eine Familie dadurch verändert. was because a person had a heart for them. Und das auch nur, weil irgendjemand ein Herz für sie hatte. Had his or her own heart of concern for these people. Seine eigenen Sorgen gegangen für diese Menschen. And came to Jesus and said, Jesus, Und kam zu Jesus und meinte, Jesus, I love these people. ich liebe diese Menschen. They're going to go hungry. Sie werden hungern. And it's more than I can handle by myself. Und es ist irgendwie mehr, als ich irgendwie selber klären kann. And Jesus says, I give you the authority. Und Jesus sagt, ich gebe dir die Autorität. You feed them. Geh und schick ihnen Wasser. You take care. Geh und kümmere dich um sie. With what you have and what you can access. Mit dem, was du hast und wem du Zugriff drauf hast. That's discipleship. Und das ist Jüngerschaft. Yes, for discipleship you pay a price. Ja, Jüngerschaft zahlst du einen Preis. And that price is everything. Und dieser Preis ist alles. When you are a believer, Wenn du glaubst, you receive what heaven gives you. dann denkst du, was der Himmel dir gibt. And that is different measures. Und das ist Different measure for different people. für jeden unterschiedlich, ein unterschiedliches Maß von Person zu Person. Not everybody that comes to Jesus and says, heal me, gets healed. Nicht jeder, der zu Jesus kommt und fragt, bitte heil mich, wird auch geheilt. Provide my needs financially or this or that emotionally and gets their needs met. Ja, gib mir alles, was ich gerade brauche, ob es jetzt finanziell ist oder was auch immer ich gerade brauche, wird dann auch gegeben. But when you come to Jesus Aber wenn du zu Jesus kommst and says, I want the authority to help people, to feed people, und darum bittest, die Autorität zu erlangen, um anderen Leuten zu helfen und ihnen Essen, Nahrung zu geben, for that you will pay a price, wirst du einen Preis dafür zahlen. and that is everything you have, Und das ist alles, was du hast. emotionally, spiritually, Ob jetzt and emotional physically. oder geistlich oder physisch. But for that, Aber dafür heaven gives you the authority over all the things heaven has authority. wird der Himmel quasi die Autorität für alles geben, wo der Himmel halt Autorität für geben kann. To the disciples, Jesus said, Und zu den Jüngern sagt Jesus in Matthew 28, 18 to 20. in Matthäus 28, 20 bis 18 vers 18 bis 20. All authorities in heaven has been given unto me. Jegliche Autorität, himmlische Autorität wurde mir in meine Hände gegeben. That I give unto you. Genau das werde ich euch weitergeben. That was given to the disciples. Can you read the German? Und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
So imagine the one that walks with us, the one that never leaves us, has all the authority, and he's every single day going to be there with us. Stellt euch vor denjenigen, der jegliche Autorität aus dem Himmel hat, läuft jeden Tag mit uns und gibt uns auch diese Autorität. And he called us to make disciples. Und hat uns berufen, weitere Jünger zu erschaffen. The standard is discipleship. Standard ist Jüngerschaft. Jesus said, go make disciples. Jesus meinte, geht und macht Jünger. If you keep the standard in your life, when you are being salt and you being light, keep the standard always to make disciples. Wenn du diesen Standard einhältst und das Salz und das Licht bleibst, behalte diesen Standard, dass du andere Jünger beschaffst. But not always they're going to be a disciple. Not always they're going to become a disciple. Nicht bei jedem Mal werden sie auch zu Jüngern werden. But even if they fall short, they are closer to discipleship than if you just want to make believers. Es ist immer noch besser, weil sie dem näher dran sind, als wenn sie nur Leute sind, die glauben. Jesus didn't send them to say, go make believers. Jesus hat ihnen nicht gesagt, geht und macht, dass die Menschen glauben. But we do that. We just go, do you believe in Jesus? Can you pray this prayer? Sinners pray, you go to hell. Then just become a believer. Aber das ist halt das, was wir nun mal tun. Gott an Jesus ist das. Und alles, was wir sagen, hat das Ziel, dass dann jemand glaubt. And that has become a problem. We lowered the standard. Und das wurde zu einem Problem und wir haben halt nicht die Standards gesunken. We need to raise the standard to where Jesus is standing. Wir müssen die wieder erheben auf den Standard, den Jesus halt auch vorsieht. Jesus knows some will believe only. Jesus weiß, es wird auch einige geben, die einfach nur an den Glauben werden. And few becomes disciples. He's okay. Aber weniger Leute werden halt zu Jüngern werden und er ist auch okay damit. That's between the individual and their Savior. Und das geht dann nur die Person, was zwischen den Personen und Gott an. You need to keep the same standard. Aber du oder ihr müsst halt den Standard erhalten. Pray with them. Father, we say thank you. Herr, wir sagen danke. Thank you for discipleship. Danke für Jüngerschaft. Thank you for who you are. Danke für wer du bist. Thank you that you chose us by our names. Danke, dass du uns mit unserem Namen auserwählt hast. Thank you that you have given us a calling into discipleship. Danke, dass du uns die Berufung zur Jüngerschaft gegeben hast. Thank you that you are patient with us till we become the disciple that you have called us to be. Danke, dass du geduldig mit uns bist, auf diesem Wege Jünger zu werden. Father, give us the spirit of obedience and faith to believe and trust in you. Herr, gib uns diesen Gehorsam und diesen Glauben, dich zu vertrauen, So that we may see what you see is possible. sodass wir das sehen, was du siehst und alles, was möglich ist. That we may be able to walk into the authority you have given us. Damit wir in dieser Autorität, die du uns gegeben hast, handeln können. Father, also give us connection with our hearts so that we may have a heart for others. Herr, gib uns wieder diese Connection in unserem Herzen, damit wir wieder ein Herz für die Menschen haben. That we may, with that heart, come to you Mit genau diesem Herzen vor dir stehen. and intercede for the nations and others. Intercede, das ist, wenn eine Person steht in Mitte für andere Leute und sagt, hey Gott, ich stehe auf diese Persons Platz und bete für diese Nation. Mhm.
für andere Nationen eintreten zu können. We bless you, Lord, Wir segnen dich, Herr, and we say, have your way with us. und wir sagen, hab deinen Weg mit uns. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. Blessings till next week. Okay. No? Okay. Okay. Yeah. Enya.